Wir alle sind ein Stückchen Gott. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind also ein Teil des Ursprungs, der Quelle des Einenseins, der Weltenseele, aber auch des Weltenbewusstseins. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein. Mich zu erinnern, wer ich bin, was ist der Sinn, wo geht es hin, doch nicht alleine, nur für mich, nein auch für dich. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein. Wir sind die Welle, sind der Ozean. In deiner Kraft bist du ganz da und lässt jeden Raum erstrahlen. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. Sind fernab von Raum und Zeit durch die Ewigkeit gereist. Gemeinsam sind wir hier und jetzt, um die Erde als Lichternetz. Wir sind eins, kosmischer Kreis, im Alleinsein. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein. Wir sind hier, um zu erinnern, wer wir sind, an unser Sein. Unsere Herzen leuchten um die ganze Welt. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein. Inkarniert aus weiten Welten, um hier zu sein. In dieser Zeit, in dieser Welt, im Dienst zu sein.
Es war für mich eine große Bereicherung, solche wunderbare Seelen einzufangen dürfen für diesen wunderbaren Film. Und es ist so schön zu sehen, wie alles zusammenkommt und wie es geführt ist. Und diese Gespräche waren sehr lehrreich für uns beide. Und in vielen Sachen, die ich gehört habe, habe ich wie so eine Bestätigung gespürt, weil ich das schon vor Jahren mal irgendwo anders gehört habe. Und es hat mir dann so gut getan, diese besondere Person einfangen zu dürfen. Und wir machen den Film für das Kollektiv und wir freuen uns schon sehr, ihn mit der Welt zu teilen. So, Diane, wollen wir mal hier ein bisschen behind the scenes des Ausbaus hinlaufen? Erzähl doch mal gerade, was wir bis jetzt hier oben schon alles erlebt haben. Eisiger Wind, auf jeden Fall. Genau. Das Interview war nicht möglich, das ist weiter. Ja, wir gehen jetzt mal in einem anderen Spot, aber vielleicht haben wir da mehr Dinge. Ja, und es ist halt auch so, dass wir echt begnadet sind, weil heute ein super Wetter ist, eine tolle Weitsicht. Einlandschaft ist. Was ist denn? Weiß nicht. Schaut mal. Ja. Ja. Herrlich, 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 herrlich. Schön. Das ist ganz wirklich. Okay. Wir laufen jetzt zu einem ganz besonderen Spot. Ja, wir haben ausfindig gemacht. Wir haben ganz lange danach gesucht. Aber ihr werdet das sehen. Und das Du musst die ganze Kameraausrüstung tragen, weil ich schaff das nicht. Ja, da muss das ja noch. Ja. Es gibt so wunderbare Seelen auf der Erde, die jeden Tag wunderbare Arbeit leisten mit dem, was sie tun, dass sie den Mut haben zu sprechen. Und durch unsere Arbeit und durch das Filmen haben wir in Interviews gemerkt, wie die Synergien zu manchen Menschen bestehen. Und wir haben einfach gefragt, welchen Menschen findest du besonders? Welcher Mensch hat dich inspiriert? Weil wir alle voneinander lernen können. Und bei mir persönlich war es schon ziemlich früh, dass ich mich gefragt habe, warum bin ich hier und was soll das Ganze? Es kann doch nicht nur sein, dass ich aufstehe, in die Schule gehe und wieder ins Bett gehe, sondern dass es das große Ganze doch ist. Das ist ein Erinnern. Ja, die Gnade in unserer Arbeit, das, was wir täglich tun dürfen, ist eben, dass wir die Möglichkeit haben, das alles einzufangen und mit der Welt zu teilen. Ich kann mich an das Gespräch erinnern mit Kurt Tepperwein und wir waren echt aufgeregt, ihn zu treffen. Und wir sitzen mit ihm auf der Couch und er spricht und ich habe pure Gänsehaut am ganzen Körper. Und diese Seele, die so im Jetzt lebt, das ist für mich eine Inspiration, wirklich im Jetzt zu sein und auch zu verstehen, warum ich an gestern und an morgen denke, dass das einfach der Verstand ist. Und ich hoffe, der Film inspiriert, dass das alles seine Gültigkeit hat und dass wir uns nur erinnern brauchen und so unser Potenzial eben zu erwecken.
das müssen wir mal festhalten. Das ist ausatmen. Ganz schön anstrengend. Ja. Weiter hier. Da. Gut, schön hochlaufen. Zum Wasserfall. Herr Töpperwein, ich bedanke mich, dass ich heute mit Ihnen das Interview führen darf. Und ich bedanke mich für die Begegnung. Und Sie wissen gar nicht, was das für eine Ehre ist, denn ich gebe ja schon lange keine Interviews mehr. Also ist das vielleicht mein allerletztes Interview, was ich vielleicht überhaupt gebe. Was ist die Seele? Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt nur eine einzige Wirklichkeit. Alles andere ist nur Film, Realität, Erscheinung, wie und die Weisheit der Sprache schon sagt. Und diese eine Wirklichkeit, der Ursprung, die Quelle, die Religion nennt sie Gott, ich nenne es das eine Sein. Und dieses eine Sein ist eine Seele und ist Bewusstsein, also Dreieinheit. Und diese Seele, die kann sich in beliebig viele Teile teilen. Das heißt also, wir alle sind ein Stückchen Gott. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind also ein Teil des Ursprungs, der Quelle des einen Seins, der Weltenseele, aber auch des Weltenbewusstseins. Und das ist für mich immer so zauberhaft. Der Verstand sagt dann natürlich, ja was denn nun? Ein Teil ist ja getrennt. Nein, das ist wie die Welle auf dem Ozean. Die Welle ist vom Ozean nicht zu trennen, da wäre sie ja keine Welle mehr. Das heißt, die Welle ist die ganze Zeit Ozean, aber trotzdem ist sie individuell anders als andere Wellen. Also sie ist beides gleichzeitig, ein Teil und das Sein. Sie ist nicht der ganze Ozean, aber sie ist Ozean. Und so sind wir Gott. Alles ist göttlich und wir sind göttlich, das ist schön. Ja, wir sind ja eben nicht nur göttlich, wir sind das. Alles. Meister Eckhart im 13. Jahrhundert hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht Gott. Er wäre nicht vollständig. Ich würde ja fehlen. Ja? Und in diesem Bewusstsein, für den Verstand ist das anmaßend, aber in diesem Bewusstsein sollten wir leben. Wir sind tatsächlich ein ungetrennter Teil des Ursprungs, der Quelle, des einen Seins. Wie können wir uns daran erinnern? Ich frage mal anders, wie können wir das vergessen? Ja. Aber das Vergessen ist Absicht. Wir kommen hierher mit wir sind vollkommenes, ewiges Sein. Also vollkommen und ewig. Das sind wir, das brauchen wir nicht werden, können wir nicht werden, das sind wir. Aber wir sind zu Hause in der Vollkommenheit. Kann man Vollkommenheit nicht erfahren. Weil wenn alles vollkommen ist, es gibt kein Anders, dann stellt sich die Frage, was ist Vollkommenheit? Ich bin vollkommen, ich weiß das, aber was ist das genau? Wie fühlt sich das an? Und
dazu brauchen wir den Spiegel der Unvollkommenheit. Also wir brauchen eine duale Welt hier. Deswegen sind wir hergekommen. Und damit wir uns überhaupt auf die Unvollkommenheit hier einlassen und nicht auf dem Absatz kehrt machen, haben wir unsere Vollkommenheit vollkommen vergessen. Und erinnern uns jetzt hier wieder Schritt für Schritt und nehmen die wieder in Besitz. Und auf diesem Weg sind wir und deswegen sind wir in unterschiedlichen Graden des Erwachens. Wir alle haben also im vollkommenen angefangen, aber manche, die meisten verschlafen das ganze Leben. Die werden überhaupt nie wach, die träumen nur vom Leben. Und das ist wichtig. Genauso wie wir eben uns im Mutterleib erst einmal auf das Leben vorbereiten müssen. Wir können nicht gleich nach der Zeugung anfangen zu leben. So müssen wir uns, wenn unser Körper geboren ist, nicht wir werden nicht geboren, wenn unser Körper geboren ist, dann müssen wir dem erst einmal helfen, sich auf das Leben vorzubereiten. Und deswegen müssen wir eigentlich 3 wichtige Fragen stellen, die sich kaum einer stellt. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und was soll das Ganze? Das ist so schön. Ich habe mich das ziemlich früh gefragt, also für einen Jugendlichen, ich glaube, ich war 7 Jahre alt, wo ich mich gefragt habe, warum bin ich hier? Toll. Und ich habe auch immer so den Eindruck gehabt, wenn ich am Meer war, also ich war an der Nordsee, wir waren viel als Kinder an der Nordsee, dass ich da schon mal war. Ist das ein Erinnern? Ozean, genau, ja? Das eine Sein. Das eine Sein. Also ein Erinnern wieder an die Wirklichkeit. An die Wirklichkeit. Wirklichkeit und Realität, ist das ein Unterschied? Ein ganz großer. Machen wir uns bewusst, wir leben in 3 Ebenen gleichzeitig. Das heißt, jede Nacht gehen Sie in die Traumebene. Und die hat eigene Gesetzmäßigkeiten, aber Sie können nichts aus der Traumebene mit in die Ebene der Realität nehmen. Das heißt, jeden Morgen, egal ob Sie einen Albtraum oder einen schönen Traum hatten, wenn Sie aufwachen, ist diese Erlebnisebene zu Ende und Sie sind angekommen in Ihrer Realität. Und kaum jemand weiß, dass wir die Realität bestimmen. Wir sind Schöpfer. Wir können gar nicht aufhören zu schöpfen. Also auch die unter ungünstigen Umständen leben, die schaffen sich das selbst, aber sie wissen es nicht. Und deswegen sollten wir dann erst einmal in der Realität angekommen sein und sagen, okay, das ist die 2. Erlebnisebene, die Realität. Aber die 3. Ebene ist die Ebene der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit heißt so, weil sie wirkt. Sie bewirkt Realität. Realität ist nur eine Wirkung. Die Ursache ist die Wirklichkeit. Ja, und deswegen versuchen Menschen, Realität zu ändern. Das geht nicht. Das ist so albern, als wenn wir im Kino versuchen, vorne an der Leinwand den Film zu ändern. Ja. Da kann man nichts ändern. Da läuft aber der Film. Deswegen scheinbar geschieht es dort, aber entscheidend ist, welcher Film ist im Projektor. Und das ist die Wirklichkeit. Und das ist unser Bewusstsein. Das ist das, was wir wirklich sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so schnell wie möglich zu Bewusstsein kommen, uns erinnern, wer wir wirklich sind, damit es endlich beginnen kann, das faszinierende Abenteuer unseres wahren Lebens. Sie merken auch, es ergreift mich. Also es kommt so dieses... Es erinnert. Es erinnert, okay. Also dann kann ich mir auch gut erklären, warum mich manche Dinge so ergreifen, weil ich mich erinnere. Und manche Worte, wenn ich höre, die machen dieses Gefühl mit mir. Also ich glaube, das ist schön, wenn man sagt, das ist Erinnern. Manche Worte bestehen nur aus Information und die interessieren nur den Verstand. Ja. Und andere berühren ganz tief innen drin und streicheln die Seele. Deswegen, Verzeihung, es berührt mich sehr. Wunderbar. Ja.
dann habe ich bewegend gesprochen. Genau, haben Sie. Das, was auch noch in meinen Worten jetzt häufiger vorkommt, ist das Universum. Ich habe früher vielleicht nur bedingt gesagt, der Himmel ist oben und habe gar nicht so drüber hinweg geschaut. Wie kann ich mich denn mit Vertrauen vom Universum führen lassen? Also erstens einmal brauchen Sie sich nicht führen lassen. Gott lässt sich nicht führen. Okay. Ja, sondern solange Sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, wissen Sie, spüren Sie, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht allmächtig, ich kann nicht alles, was ich möchte, ich weiß nicht alles, ich brauchte jemanden, der mir sagt, wie das hier funktioniert. Da brauche ich jemanden, der mich an der Hand nimmt. Da bin ich noch geistig ein Kind. Okay. Wenn ich aber zu mir selbst erwacht bin, ja, selbst wenn ich Gott bitte, lieber Gott, mach, dass meine Schwiegermutter am Wochenende nicht zu Besuch kommt oder was ein Ego eben bewegen mag, ja, dann würde Gott sagen, hör mal, komm jetzt nicht zu mir, ich habe dir Schöpferkraft gegeben, du bist ein Teil von mir, du kannst alles, was ich auch kann, also hör auf rumzujammern und ändere die Dinge, die sein sollen. Also der wichtigste Schritt im Leben ist der, aufzuwachen und zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und aufzuhören, in der Illusion zu leben, ein Mensch zu sein. Das ist wie, wenn ich sonntags in den Zoo gehe, dann werde ich ja auch nicht zum Affen, sondern ich bin der Besucher, der sich das ansieht und am Ende gehe ich wieder nach Hause. Und genauso ist das, was wir ein Leben nennen. Ein Leben ist gar nichts, es ist ein winziger Ausschnitt aus unserem ewigen Sein. Wir haben vorher gelebt, wir leben während der Schulzeit. Und wenn wir am Ende der Schulzeit nach Hause gehen, leben wir, dann geht es ja erst richtig los. Dann haben wir was Neues erfahren und dann können wir reicher, bewusster leben. Sie haben auch so schön zu Beginn gesagt, dass Sie einfach in diesem Jetzt leben. Und wie schaffen wir das denn, dass wir jetzt nicht an morgen oder an gestern denken, sondern vielleicht haben wir da auch einen ganz guten Tipp, im Jetzt zu sein. Indem Sie sich fragen, wer denkt denn an morgen oder gestern? Das ist der Verstand. Und der kann nichts anderes, der macht das weiter. Wenn Sie versuchen, dem das abzugewöhnen, das geht nicht, keine Chance. Okay. Ja? Aber Sie ziehen einfach den Stecker der Identifikation. Sodass sie sagen, mein Freund, der Verstand, der macht sich Sorgen über die Zukunft und ist traurig, dass er in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht hat. Aber ich, Bewusstsein, ich lebe im Jetzt, weil Leben ist nur jetzt. Ich kann nicht vorhin leben. Ich kann auch nicht nachher leben. Der Verstand macht das dauernd. Der treibt sie in der Vergangenheit rum oder in der Zukunft. Der ist ganz selten in der Gegenwart. Aber Bewusstsein ist nur in der Gegenwart. Und dann merkt es ja, Leben ist ja nur hier. Also wenn ich etwas ändern will, dann kann ich das nur hier ändern. Wenn ich etwas erleben will, geht das auch nur im Jetzt. Das heißt, wir alle leben ständig im Jetzt. Auch die, die schlafen, sind im Jetzt. Die schlafen jetzt, ja, ganz klar. Aber sie wissen es eben nicht. Sie sind in der Illusion der Zeit. Denn Zeit ist eine Illusion. Zeit ist nur eine besondere Betrachtungsweise des Verstandes. Die gibt es nicht wirklich. Der Verstand kann aber Zeit nicht erfassen. Deswegen, damit er eine Orientierung hat, teilt er das ein in also Zeit, die vergangen ist, Vergangenheit, Zeit der Gegenwart. Wie lange ist Gegenwart? Die hat keine Zeit. Ja, die hat nicht mal eine Millisekunde. Die ist ja in dem Moment, wo sie ist ja auch schon Vergangenheit wieder. Und deswegen, viele Völker haben gar kein Wort für Gegenwart. Die kennen nur Vergangenheit oder Zukunft. Das heißt also, die Zukunft klappt direkt in die Vergangenheit, wenn sie vorbei ist. Ja? Und da gibt es nur das Vorhin und Nachher. Aber da gibt es nicht das Jetzt. Aber das Jetzt ist das Entscheidende. Jetzt ist das, wo Leben geschieht. Möchten Sie noch wohin schauen? Möchten Sie noch was anschauen? Möchten wir noch über was sprechen? Was Sie
im Jetzt erleben wollen, anschauen wollen. Für mich ist ja immer Premiere. Ja, für mich ist das immer neu. Also ich muss nirgendwo hin, sondern ich bleibe bewusst jetzt und genieße das Jetzt, lehne mich zurück und erfahre das ewig neue Jetzt. Vielen Dank. Ja, Phil, sag mal, wo schleppst du das ganze Gear hin? Welches ganze Gear hin? Wir gehen jetzt zu dem Birkensee und es ist schon sehr schön ausgeschildert. Ich freue mich schon auf den Dreh. Wir bauen jetzt dann die 3 Cameras auf und die Diana macht schön Behind the Scenes und dann, wenn Diana vor der Kamera ist, mache ich Behind the Scenes noch zusätzlich. Da lang bitte. Diana hat gerade diesen wunderschönen Käfer hier im Wasser floaten sehen. Und du hast ihn gerettet. Und jetzt haben wir eine kleine Rettaktion gemacht. Oh, er lebt. Er lebt und atmet. Jedes Lebewesen auf dieser Mutter Erde hat verdient zu leben, auch dieser kleine Käfer. Oh, und wie schön er ist. Schön, gell? Wie nennen wir ihn? Wie er drin hängt. Wie sieht denn aus? Oh ja, der ist schön. Der sieht aus wie der Hubert. Ist das der Hubert? Hubert, you got a second life. Fang was an damit. Was bist du heute eigentlich alles? Sag mal, was bist du heute alles? Cameraman. Ja? Ich bin heute Director. Ich bin heute DJ. Ja. Tonmann. Gut. Und alles noch so, was am Set gebraucht wird. Das ist jetzt immer so eine ganz tolle Zeit, weil jetzt wird aufgebaut und dann nimmt der Phil das Phil-Gesicht an. Filmgesicht. Namaste. 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 Liebe Diana. Liebe Diana. Es ist mir eine Freude, Karin, es ist mir eine Freude, Elke, dass ihr dabei seid, dass ihr in unserem Film mitwirkt. Von Herzen danke. Diana, es ist eine große, große Ehre für uns. Danke. Ja. Ihr steht hier, ihr beiden. Ja. Und ihr nennt euch Doppelherz. Es ist passend. Wie kommt ihr denn zu dem Namen Doppelherz? Soll ich? Ja. Wir reden nämlich gerne immer gleichzeitig als mit Doppelherzen. Das ist nämlich einmal so. Ja. Den Namen Doppelherzen, den haben uns liebe Seminarteilnehmer irgendwann gegeben, nachdem sie immer gesagt haben zu mir Karin oder zu ihr Elke. Und dann kamen sie beim Frühstück und haben gesagt, übrigens, für uns seid ihr die Doppelherzen. Ihr seid so authentisch, ihr seid so viel Liebe und ihr jede auf seine eigene Art und Weise und doch so eins. Und jetzt seid ihr bei uns nur noch die Doppelherzen. Und es hat uns dann so gefallen, dass wir uns das zu eigen gemacht haben und gesagt, ja, passt gut, die Doppelherzen. Und weil wir so fühlen, ja, auch über die Entfernung, fühlen wir den anderen und wir ergänzen uns so wundervoll in unseren gemeinsamen Seminaren, Ausbildungen, die wir geben, ist dieses Miteinander so harmonisch, dass wir gar nicht reden brauchen. Es geht einfach, es fließt. Und wir ergänzen uns und durch diese Ergänzung und die Kraft der Liebe, die wir gemeinsam in das Feld geben, entsteht so viel Gutes. Und wir sind zutiefst dankbar, dass wir zusammenarbeiten. Was ich fühle, diese Herzliebe, diese Frequenz, das sprudelt gerade alles so in mir und das Herz blüht so auf. Wie wichtig ist es denn für euch, eine Basis mit euren Klienten herzustellen? Das Wichtigste überhaupt. Also die Basis ist, sagen wir mal, eines unserer
wie kann man das sagen, Fundament. Grundfundament unserer aller beider Arbeit, gemeinsam und auch alleine. Weil die Basis mir manchmal draußen fehlt in anderer Arbeit und ich das ja selbst an mir erfahren durfte. Und die Basis ist wirklich das Fundament, damit man überhaupt diese geistigen und wundervollen Werkzeuge anwenden kann, so dass man, sag ich jetzt mal, ja, dass man ein gesundes Seelenhaus wieder aufbauen kann. Das ist so, ich fange auch nicht ein Haus an, im 2. Stock zu bauen, sondern und unten fehlt's, ja. Oder wenn ein Stein nur krumm ist, dann ist das ganze Haus nicht mehr stabil. Und so ist es mit dem Seelenhaus. Und da ist uns eben die Basis, das innere Kind, ja, das bei uns wirklich, bei den meisten, doch gelitten hat, ja, ist unser Baby, sag mal, unsere Arbeit, wo wir sagen, da möchten wir die Leute auffangen und im Grunde beginnen, da aufzubauen. Das innere Kindchen. Wie kann ich mein inneres Kind umarmen? Ganz einfach, Schatz. Umarm dich selbst. Dann hast du dein inneres Kind. Und kannst dich auch wiegen. Ja? Aber sich erstmal die Themen auch angucken, bewusst werden oder auch unbewusst, das spielt keine Rolle. Das ist ja in der transmedialen Aufstellungen, die Karin ja wirklich weiterentwickelt hat oder wir weiterentwickelt haben. Ja, wir beide in einer ganz besonderen Qualität. Du durftest ja auch schon und viel, ja, das miterleben. Ja, Karin, ich habe dich so kennengelernt in der Aufstellung. Ja. Erzähl was dazu. Die Basis ist, wie mein geliebtes Doppelherz gesagt hat, das innere Kind. Darauf baut sich auf die innere Frau, das innere Mannsein. Und in diesen transmedialen Aufstellungen sehen wir die Systeme, wie das innere Bild nach außen transportiert wird durch Statisten. Und anhand dieses innere Bild, diese unbewussten innere Bilder, die Menschen durch das Leben führen, können dann geordnet werden. Und sobald die innere Ordnung einzieht, kann Heilung geschehen im Außen. Und wenn wir einfach mal betrachten, dass Kinder alles nachahmen. Du machst ihnen etwas vor und sie machen es nach. Und genauso halten die Kinder die Treue zu Mama und Papa. So. Und diese Ebene ist unbewusst. Das heißt, zu uns kommen in den Einzelberatungen erwachsene, ganz liebe Menschen, die in ihrem Leben nicht weiterkommen. Zum Beispiel gibt es eine Stagnation im Beruf. Sie kommen über eine bestimmte Grenze nicht hinweg. Sie haben Erfolg und plötzlich kommt ein großer Rückschlag. Sie haben wieder Erfolg und der nächste Rückschlag kommt. Und wir schauen beide nach der Ursache. Und dann wird sehr oft festgestellt, und wir erleben das zum Beispiel bei den lieben Männern, wir danken sehr, dass jeder Mann sich erlaubt, genauso die innere Arbeit durchzuführen, wie wir Frauen, die da sehr voranschreitend sind, wo die Männer wirklich verzweifelt sind, weil sie im beruflichen Leben nicht weiterkommen. Wir schauen nach der Ursache und wir sehen, dass der Papa genau an der Stelle seinen höchsten Erfolg hat. Und der nachfolgende Sohn oder die Söhne können nicht über diese Schwelle hinaufgehen, weil sie dem Papa die Treue halten. Und dann fallen sie in ihrem Erfolg wieder zurück, bauen es auf, fallen wieder zurück. Und wenn dieser innere, unbewusste Glaubenssatz, Blockierungen in den Fluss gebracht wird, dann schießen sie durch die Decke. Bei euch beiden hört sich das so wunderbar leicht an. Man kann aber auch deutlich spüren, dass da ein System dahinter ist. Woher bekommen denn die Doppelherzen die Informationen für die lieben Menschen da draußen? Also, ich sage jetzt mal ganz, ganz viel natürlich aus eigener Erfahrung und aus diesem tiefsten, tiefsten Schmerz, in dem wir ja auch beide
durch sind, den ich auch in mir erleben, inzwischen sage ich ja durfte, weil ich ja dankbar bin. Deswegen bin ich ja jetzt die Elke, die ich bin. Ja? Und ja, Schatz, gell? Ja. Und diese Techniken, sage ich jetzt mal, die haben sich entwickelt bei mir sowie bei ihr. Die kamen wirklich auch aus den geistigen Ebenen. Also meistens bei mir in den ganz, ganz frühen Morgenstunden, wo ich aufwache und denke, jetzt war ich so wie ein Trance, jetzt habe ich geträumt. Oder du bist in einer Meditation oder mitten im Seminar und plötzlich zeigen sie uns, wow, während zum Beispiel den Selbstliebeseminar oder inneren Kind, wenn du eine Meditation machst, plötzlich kommt auf einmal eine Information, hey, jetzt ist es ganz anders, als was ich mir aufgeschrieben habe. Und so wird plötzlich neue Techniken gelernt, gezeigt und es wird immer einfacher. Also ich muss jetzt dazu sagen, es wird immer unkomplizierter. Und in der Einfachheit habe ich jetzt gemerkt, diese Techniken, wo wir bekommen, die werden immer mächtiger, kräftiger, aber auch einfacher. Und man nicht mehr so verkopft sein muss auch, ne? Sie kommen aus der Einheit. Ja. Sie kommen aus dem Urquell, aus der Einheit und befähigen den Menschen, wenn er in der Achtung ist, wenn er ein Stück weit in seiner Selbstliebe ist, erkennt der Mensch die Einfachheit und die Stärke und die Wirkung der Einheit. Und durch diese permanente Arbeit, die bis zum heutigen Tag, die wir in uns durchführen, werden wir immer offener und lichter und alles geht leichter. Und alles, was leicht ist, da steckt viel Arbeit dahinter. Genau, weil wir in der Liebe sind, in der Liebe bleiben und jeden so annehmen, wie er ist, in seiner Vollkommenheit. Und dies ist auch das jetzige, die ganz bewusst wundervolle Zeit, wo ganz viele Menschen inkarniert sind. Wir schreiten jetzt in das goldene Zeitalter hinein. Das ist genauso wichtig wie, was passiert bei dem goldenen Zeitalter? Bitte erklärt das. Das ist eine neue Zeitebene. Ja. Ja. Im goldenen Zeitalter lebt die Seele auf Erden ihre Fähigkeiten. Und diese Zeit gab es schon vor ca. 25.000 Jahren in Lemurien. Und die Lemurer waren die reine Liebe. Viele Menschen haben jetzt ein immenses, gutes Gefühl und Bezug zu Lemurien. Denn die Lemurier waren noch nicht so tief schwingend in der Körperlichkeit wie wir jetzt. Und sie haben genau schon so gearbeitet wie wir Doppelherzen. Sie haben nicht die Sprache gebraucht. Es waren die Gedanken, die sie hinausgesandt haben. Und jeder Lemure hat die Gedanken lesen können. Also, keine schlechten Gedanken. Ja, das machen wir ab sofort. Das machen wir ab sofort. Stell dir das mal vor. Ich stelle mir jetzt nur noch vor, die Leute können alle meine Gedanken lesen. Ja. Perfekt. Da traust dich ja gar nicht mehr. Da traust dich ja gar nicht mehr. Und sie haben erschaffen mit ihrer Gedankenkraft, mit ihrer Liebeskraft. Und genau das ist das goldene Zeitalter, dass wir mit unseren Gedanken, mit unserer Liebe, mit dieser wundervollen Kraft diese Schwingungen gezielt einsetzen, um eine Welt im Frieden, in der Liebe und dass es allen Menschen gut geht. Das ist das Leben im goldenen Zeitalter. Und dort gehen wir jetzt wieder zurück. Da war das dritte Auge auf. Unsere Zirbeldrüse spielt da eine ganz, ganz, ganz enorme Rolle, weil ja die durch all diese Jahrtausende bewusst immer kleiner geworden ist. Es wird ja gesteuert vom Nicht-Licht und was wir aber auch brauchen. Ohne Licht kein Schatten und ohne Schatten kein Licht. Es ist wichtig, dass wir in dieser Zeitebene
ehrlich sind und zu uns ehrlich sind und auch unsere Schattenanteile erkennen, wir brauchen sie, um uns in dieser dualen Ebene, ja, um uns zu reflektieren, um uns zu erkennen, um überhaupt zu wissen, was ist denn Liebe? Wenn ich nicht weiß, was ist Unliebe oder was ist Licht, was ist Dunkelheit. Aber ich habe eins gelernt und das ist die höchste Basis für mich von allem. Das Licht war immer zuerst, weil das Licht wirft erst den Schatten, weißt du? Und wenn ich in mir oder wenn ich in einem Raum bin und es ist ganz dunkel und ich habe Angst oder ich sehe nichts und ich denke, oh je, und mache es Licht an, ja, dann ist die Dunkelheit verschwunden. Und die Dunkelheit kann in einem hellen Raum nicht zu dir rein. Aber das Licht leuchtet ein ganz Stück weit hinaus in die Dunkelheit. Wunderschön. Ja? Wunderschön. Und Erklärt. deswegen, das ist sehe ich als unsere Aufgabe im goldenen Zeitalter, dass wir alle unser inneres Licht wieder anzünden. Und unser inneres Kind wieder tanzt, springt. Ja? Nur so geht's. Geheilte innere Kinder, die wieder Spaß haben, die sich durchgeheilt haben. Die Liebe ist die höchste, allerhöchste Basis, die größte Macht im Universum, die höchste Frequenz, die höchste Schwingung. Und es geht nur mit einem geheilten inneren Kind, wo ich nicht mehr eifersüchtig oder neidisch sein muss. Ja. Ach, das wäre so dann schön. Dann hört der Krieg auf. Ja. Dann kann ich mich mit jemandem mitfreuen. Ich kann sagen, oh, ist dies wirklich hübsch? Ach, ist die hübsch? Ohne zu denken, oh, ja, bin die schöner wie ich oder so. Ja? Spieglein an der Wand. Ja. Die Zeit ist vorbei. Wir erkennen unsere Individualität wieder. Und das ist das, wo wir die Menschen wieder helfen möchten, durch unsere Seminare in ihre Kraft, in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen. Ich würde sagen, lasst uns doch einfach noch so ein bisschen in dieser Liebe stehen. Und ich bedanke mich von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, das geben wir gerne an euch zurück. Danke. Danke vielmals. Danke. Ihr Schnuckis. Phil, was hast du gerade gesagt? Du findest uns raus, Tatum geil? Ja. Ich meine, guck mal hier, das ist so very beautiful. Sitz da und genieß den Ausblick. Ja. Herr Kubi, danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen und bei uns als Interviewgast in Inkarniert aus weiten Welten zu Gast sind. Ja, was für ein toller Titel. Aus weiten Welten. Das klingt ja schon fast nach Kosmos. Ja, und mich würde wirklich interessieren, was ist denn da für ein Geheimnis dahinter zwischen Wiedergeburt und Tod? Da ist ja das Bardo dazwischen. Das Bardo, das wird immer kürzer. Aber das ist ein tibetischer Ausdruck. Wir haben dafür keinen Begriff, weil wir gar nicht das Bewusstsein haben, was passiert zwischen Tod und Wiedergeburt. Weil wir ja schon seit 499 nach Christi wurde schon aus der christlichen Liturgie die Reinkarnation gestrichen. Und zwar auf Interesse des Kaisers. Der wollte eben die biologische Abstammung hervorheben, weil er sein Reich seinem Sohn vererben wollte. Aber auf der geistig-seelischen Ebene, da ist natürlich die Abstammung von mir selber, von meiner Kontinuität viel wichtiger als die biologischen Bausteine, die ich mir für diesen neuen Körper sozusagen bei Mama und Papa geholt habe. Aber weil man kann ja jedes Baby mal genauer anschauen, die kommen ja nicht leer auf die Welt. Also die haben ja alle Charakter. Und also manche Babys, die sehen richtig alt aus. Ne? Das sag ich, ja. Da erschrickt man manchmal, Genau. wenn man sie anschaut. Oder denke ich, ist ja auch kein Wunder, der war vor kurzem noch 84. Ja, genau. Ja. Genau. Also von daher sehen wir ja, woher kommt dieser Charakter. Und ich meine, ich habe selber 3 Kinder und das sind 3 völlig verschiedene Persönlichkeiten. Denn wenn wir nach der Genetik gehen würden,
dann müssten die ja alle gleich sein. Die haben ja denselben Stammbaum. Und von daher müsste man sagen, ja komisch, warum ist das dann so unterschiedlich? Und da tut sich der Materialismus sehr schwer, das irgendwie plausibel zu erklären. Am Schluss wird der Materialismus immer mystisch und sagt, naja, das hat Gott bestimmt. Und das reicht mir als Antwort nicht. Ich hätte gerne eine klare Vorstellung darüber, woher komme ich und wohin gehe ich. Ja. Wir haben ja dieses Gesetz von Werden und Vergehen. Aber das gilt eben nur für die Materie. Und der Geist, den wir ja unbestritten, jeder Mensch hat einen Geist. Also ich könnte nicht mal meinen Arm heben ohne Geist. Da würde der Arm einfach schlapp hier runterhängen. Also ich muss geistig sagen, ich hebe meinen Arm. Und dadurch hebe ich ihn. Das ist aber ein geistiger, wie soll ich sagen, ein Befehl, den ich mir gebe. Und dadurch passiert das. Und wenn ich aber den Geist genau untersuche und den zum Beispiel unter ein Elektronenmikroskop lege, was sehe ich da? Wahrscheinlich nichts. Genau, gar nichts. Das heißt, der Geist unterliegt nicht dem Gesetz von Werden und Vergehen. Aha, was ist denn dann mit dem Geist? Und das ist für Materialisten sehr, sehr schwer zu verstehen. Etwas, was kein Anfang und kein Ende hat. Ein Materialist braucht immer einen Anfang und ein Ende. Deswegen haben wir ja auch, Gott schuf die Erde in 7 Tagen, dann haben wir einen Anfang. Oder in der Säkularisierung heißt es dann, wir haben den Urknall und dann ist das ganze Universum entstanden. Das sind reine, wie soll ich sagen, Theorien, Gehirngespenste. Also dafür gibt es keinen Beleg. Aber als Materialist möchte ich eine Vorstellung haben, ich beginne und ich ende. Und deswegen leben die Menschen auch nur in der Vorstellung, ihr Leben beginnt bestenfalls mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Und was davor ist, keine Ahnung. Was danach ist, auch keine Ahnung. Aber wenn man mal auf eine Bestattung geht, dann sieht man doch völlig klar, da werden Körper bestattet. Oder ein Krematorium, da werden Körper verbrannt. Aber da wird doch kein Geist verbrannt. Der Körper ist leer. In dem Moment, da ist nichts mehr da. Was bringt mir das, wenn ich von meinem Vorleben Bescheid weiß? Fähigkeiten, Erlebnisse? Also, ich habe ganz viele Beispiele. Man braucht ja auch nur mal auf YouTube gehen und sich mal so Kinder anschauen, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Die können mit 3 Jahren schon Klavier spielen. Sag ich, Moment, wo haben die das gelernt? Okay. Im Bauch von der Mama? Geht nicht. Oder wo haben die Klavier gespielt? Und der Papa sagt, ja, ich habe mit meinem Kind, ich habe gesehen, das setzt sich ans Klavier und spielt so. Und sag ich, ja, siehst du? Dieses Kind hat die Fähigkeit mitgebracht aus einem Vorleben. Und ich sage auch heute immer, wenn du es in irgendeiner Sache wirklich zur Meisterschaft bringen willst, dann musst du dich mindestens 3 Leben damit beschäftigen. Das ist natürlich schön. Also ich soll zurückgucken, ich soll nach vorne schauen. Und wenn ich jetzt aber im Leben bin, da kommt mir sofort dieses genau hinschauen, Bewusstsein. Und was hat das Ganze mit Heilsein zu tun, wenn ich mir darüber bewusst bin? Also ich war ja in meinem jetzigen Leben 6-mal in Tibet und habe mein Vorleben da auch schon verbracht. Und die Tibeter haben dieses Bewusstsein von Reinkarnation seit 1300 Jahren. Bei denen ist das so selbstverständlich, wie für uns selbstverständlich ist, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Oder hast du da Zweifel? Keine. Eben. Der sagt auch ein Tibeter, natürlich werde ich wiedergeboren. Und es gibt ja welche, die das so bewusst machen, dass sie das sogar vorher aufschreiben, wo sie wiedergeboren werden. Wenn du den vorher kanntest, weil ich habe zum Beispiel 2 Filme darüber gemacht, hier ist auch einer, den kannte ich im Vorleben schon sehr gut und kenne ihn jetzt wieder. Und dann schaust du den so an, ist es nicht? Oder bei meiner Tochter, bei der einen jedenfalls, das war vorher meine Oma. Okay. Und ist sie damit einverstanden? Ihre Tochter? Die sagt, Papa, du meinst, ich war die Oma, ist es in Ordnung. Okay. Die ist, ja, aber die hat ja auch eine Mama und, verstehst du,
wenn du damit zu sehr nach außen trittst, dann wirst du schräg angeguckt. Denke ich. Deswegen sagt die, komm, ist ja in Ordnung. Aber wir müssen das nicht an die große Glocke hängen, weil da kriege ich nur komische Blicke. Also von daher halte ich mich da zurück. Aber es ist schön, der Gedanke. Und woran erkenne ich denn überhaupt, dass meine Vermutung stimmt? Das würde ich auch gerne wissen. Das siehst du an den Augen. Das ist immer so das Tor der Seele, ne? Ja. Warum können manche Leute nicht in die Augen schauen? Weil sie vielleicht Angst haben davor, da so tief zu gucken. Ja. In den Augen, das ist ja das Einzige, was vom Innenleben nach außen tritt. Stimmt. Hier ist überall Haut. Überall Haut, aber auf den Augen nicht. Das heißt, die Augen sind das Tor zu deiner Seele, wie du es gerade sagtest. Sie haben übrigens ganz tolle Augen und die gehen ganz tief. Wenn ich das mal, das können die Zuschauer vielleicht gar nicht so sehen, aber es ist so Wahnsinn. Ja. Ja, und da guckst du rein ins Gehirn oder in die Seele. Die Seele hat ja keine Materie. Und wenn du dann so jemand anschaust und sagst, bist du's? Bist du die Oma? Oder bist du derjenige im Vorleben? Ja. Und dann, das geht mit der Ratio nicht. Dafür brauchst du deine Intuition. Oh, das ist gut. Wie erlangen wir diese Intuition? Warum meinen Sie, dass wir nicht mal auf unser Bauchgefühl hören? Genau, das ist ja dasselbe. Also ob ich das jetzt mein höheres Selbst nenne oder mein Bauchgefühl oder Qi oder ich weiß es nicht. Manche sagen, das ist meine Göttlichkeit. Sag ich, super. Ja, klar. Dann nimm deine Göttlichkeit und schau als Gott bitte dein Kind an. Wer war das? Kennst du die? Kennst du die Person? Und das ist verblüffend. Plötzlich geht die Tür auf. Oh, ja, das stimmt ja. Mein Onkel, der hat mich... Und dann kriegst du ganz viele Indizien. Und sagst, ja, das passt, das passt, das passt. Oh. Und dann gehst du zu dem Kind und sagst, wir kennen uns schon lange. Und dann reagiert das Kind, weil es wird erkannt. Und es wird wahrscheinlich das Verhältnis sich sofort ändern, oder? Ja. Und es ist so schön, wenn du diese Kontinuität spürst. Weil dann hast du auch kein Problem, weil diese Trauer, ja, mein Opa ist gestorben und ich liebte ihn so. Sag ich, du, dein Enkel ist dein Opa. Oh, ja, dann brauche ich ja gar nicht mehr traurig sein. Sag ich, siehst du? Das ist auch schön. Es ist die Trauer weg. Also es hilft grundsätzlich alles, was man hier so bewusst sich macht. Und nochmal auf die Heilung zurückzukommen, wie hilft mir das denn auch beim Heilsein oder beim Gesundwerden? Ja, das wollte ich sagen. Die Tibeter sagen, 80% von dem, was ich heute erlebe, hat mit meinem Vorleben zu tun. Nur 20% kommen frisch dazu. Und das heißt, auch viele Krankheiten, die ich habe, die Ursache für die Krankheit liegt gar nicht mal in dem Leben, sondern die liegt in einem Vorleben. Und wenn mir das bewusst wird, dann kann ich mit der Kubi-Methode diese Ursache transformieren, umschreiben, wie ich sage. Das heißt, ich verschaffe mir eine neue Ausgangsbasis. Ich harmonisiere diesen Konflikt, der ursächlich für dieses Symptom steht. Und wenn ich den... Katze mag uns auch. Ja, wenn ich den dann harmonisiert habe, den Konflikt, dann brauche ich das Symptom nicht mehr. Was ist die Botschaft vom Symptom? Weil jedes Symptom hat eine Botschaft. Wenn mir das Knie wehtut, was will mir denn mein Knie gerade sagen? Oder was will mir meine Hepatitis sagen? Oder was will mir, weiß ich, mein Krebs sagen? Wenn mein Körper in Harmonie ist, bin ich gesund. Oder gibt es da Zweifel? Überhaupt keine. Wenn ich Stress habe, dann ist das keine Harmonie. Und mit viel Stress bleibe ich auch nicht gesund. Also sind Krebszellen Zellen, die aus der Harmonie gefallen sind. Also aus der Ordnung. Und Harmonie kann ich ja übersetzen mit Liebe. Wie schön. Weil Liebe ist auch Harmonie. Also muss ich mir überlegen, wenn ich Krebs habe, wann oder wodurch sind meine Zellen aus der Liebe gefallen? Das ist sehr tief. Wow. Und dann kommen mir Gedanken, ja, die Scheidung oder das Ding oder als Kind, weiß ich, Scheidung der Eltern, egal. Und plötzlich macht es klick, 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 klick. Ja, da war schon die Ursache. Oder eben im Vorleben. Wenn ich die Ursache spüre, dann bin ich betroffen. Also dann spüre ich emotional was.
Und sage ich, wenn du betroffen bist, dann hast du getroffen. Wow. Dann bist du an der Ursache. Das ist der Beweis, dass du auf der richtigen Spur bist. Und jetzt geh her, und da bin ich halt Filmemacher, jetzt schreib mal bitte ein Drehbuch von der Szene, in der du aus der Liebe gefallen bist. Also nicht abstrakt, sondern konkret. Naja, da kriegt mein Vater, der war ein Choleriker und Alkoholiker, und da werde ich eingesperrt und dies und das und jenes. Ja, siehst du? Und in dem Moment spürst du das wieder. Ja. Du bist zwar jetzt vielleicht 40 und da warst du vielleicht 4. Ja. Aber das Gefühl der Vierjährigen oder des Vierjährigen ist wieder voll da. Es gibt nämlich Leute, das habe ich auch in meiner Entwicklung beobachtet, die sitzen im Kino und heulen. Gehöre ich auch dazu. Sag ich, geht's noch? Öfters. Wieso? Ist doch eine Emotion. Das ist reine Illusion, was du da siehst. Gut. Aber es bewirkt irgendeine Emotion, ne? Siehst du? Ja, genau. Also, und das ist, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Und dadurch, dass es das nicht unterscheiden kann, bildet es dieselben Synapsen und Botenstoffe, wie man sagt, also Transmitter, und reguliert das gesamte Zellverhalten. Und dadurch haben wir diese riesigen Erfolge. Weil wir denken uns eine Szene aus, die dann wieder in Harmonie kommt. Und plötzlich spüre ich wieder die Liebe und mein Peiniger entschuldigt sich bei mir und geht auf die Knie und sagt, ich liebe dich doch eigentlich und so weiter. Ja, ich war auch so verkorkst und deswegen dies. Und plötzlich hast du den lieben Papa, den du dir immer gewünscht hast. Herr Guvi, wenn wir jetzt noch zum Abschluss, wenn Sie jetzt die Zeit noch nutzen, einfach mal nach draußen was mitzuteilen. An alle. Das tun wir die ganze Zeit. Wir teilen allen immer etwas mit. Aber die Kurzfassung ist, ändere deine Philosophie. Die meisten Menschen betrachten sich als materielles, körperliches Wesen und betrachten deswegen auch das Leben nur zwischen Zeugung und Tod. Weil ihre Identität liegt beim Körper. Aber wenn deine Identität bei deinem Geist, bei deiner Seele liegt, dann ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Und die sind großartig. Und in dieser Großartigkeit, vielen Dank für diese Worte, sage ich herzlichen Dank, Herr Guvi. Es ist ein Vergnügen. Und vielleicht bis im nächsten Leben. Ja, man kann sich ja verabreden. Ja, sehr gut, dann verabreden wir uns, bitte. Ja. Würde mich freuen. Ja, das macht Spaß. Gut. Und dann trifft man jemanden und sagt, du, wir kennen uns doch. Ja, das kommt du kommst einem mir so vertraut vor. Ja. Sag mal, irgendwas, so, wo war das? Komm, wo war das? Wann war das? Wer war das? Und so, jetzt mal rausrücken mit der Info. Gut. Und so. Und dann merkt man, ja, stimmt. Oh, und dann sagt man, so schön, ja, genau. dass wir uns wiedersehen. Ja. Okay, wir müssen uns mal kurz festhalten, weil sonst glaubt uns kein Mensch. Ach so, ja. Okay. Erzähl mal kurz, was passiert. Ja, man sieht, wie nass du bist. Ja. Also, liebe Leute, hier hinten war das Interview bei echt Sonne-Wolken-Mix. Und wir hören mit dem Interview von Herrn Guvi auf. Haben uns gerade eben verabschiedet. Verabschieden uns, es kommt voll der Wolkenbruch. Voll der Wolkenbruch. Guckt euch das an, Leute, wenn das nicht geführt ist. Ja. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Ja. Ein erfolgreicher Dreh. Wie vorhin schon gesagt, es ist einfach sowas von unglaublich, was hier gerade passiert ist. Wir sind gerade fertig geworden mit dem Interview von Herrn Guvi. Und dann fängt es richtig hardcore. Das Regnen an, als hätte ich meine Haare gewaschen. Ja. Wir sind echt drauf nach, aber es ist schön, jetzt sitzen wir im Trockenen. Jetzt sitzen wir im Trocknen. Ja, wir sind hier wieder mitten im Wald und es ist wunderschön. Ich warte jetzt gerade auf Nada und auf Phil. Die haben jetzt gerade noch mal hier hinten ganz im Zauberwald Aufnahmen gemacht. Ja, und die kommen jetzt gleich.
Nada, wir sind auch wieder hier unter dem Baum und ja, ich fühle mich total wohl bei dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, auch vielen Dank für deine Musik. Und ja, ich würde gerne wissen, das Erwachen von dem wahren Selbst, wie empfindest du das? Für mich ist es nur ein Erinnern. Wir sind vielleicht, wenn du sagst Erwachen, eingeschlafen in der Illusion, etwas anderes zu sein, als wir wahrhaftig sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir, wenn wir hier inkarniert sind, wie in diese Matrix eingetaucht sind, zu glauben, und wir bekamen das gesagt von den Eltern, du bist Diana, du bist das Mädchen, du bist der Körper, und man hat uns nicht gesehen. Man hat nur die Form gesehen, in das wir inkarniert sind. Aber wir haben es ja nie verlassen, wir waren das immer. Aber wir sind wie eingeschlafen in diese Illusion, zu glauben, ich bin die Form, ich bin die Persönlichkeit. Und für mich ist es nur ein Erinnern. Und das ist so schön, weil wir es ja nicht mehr erreichen müssen. Wir müssen nichts tun, wir müssen uns nicht mal, also entwickeln vielleicht ja, weil die Illusion sich also wir wickeln uns wieder aus dem Schlaf. Aber es ist wie morgens, wenn wir aufwachen, da sind wir ja auch noch halb in der Traumwelt. Und dann irgendwann klingelt vielleicht der Wecker oder jemand ruft in diese Realität. Und dann schlafen wir eigentlich ein. Also für mich war das immer schon, dass ich mich gefragt habe, ja, ist es eher, dass ich hier träume, wo die anderen sagen, ich bin wach. Und das ist für mich, das ist eigentlich nur ein Erinnern. Und das ist so schön, weil es dann leicht ist, weil das ist das Einzige, was wir wirklich sind. Es hört sich leicht an bei dir. Und wie würdest du jetzt sagen, wenn jemand wirklich das Bewusstsein komplett verloren hat oder wenn man wirklich meint, man schläft noch? Wie kann man da, was kann man tun? Also was schön ist, wenn zum Beispiel, das kann man auch mit sich selbst machen, wir schauen uns in die Augen. Mhm. Und normalerweise oft sehen die Menschen nicht mal bis dahin. Sie sehen die Meinung, die Vorstellung, die Bilder. Ja. Das kann ich auch mit mir im Spiegel machen. Mhm. Dann guckt man irgendwann wirklich in die Augen. Und irgendwann könnte man realisieren, wer guckt eigentlich aus den Augen, wer guckt mich wirklich an und wer guckt denn hier durch meine Augen. So, das ist eins, wo ich merke, ja, wer bin ich eigentlich, der da durchguckt? Und dann gibt es ja die bekannten Fragen. So, wer bin ich, der sagt, das ist mein Körper, das ist mein Name, das ist mein Ego, das ist meine Persönlichkeit. Wer ist denn der Besitzer von all dem? Und ich war irgendwann mal und habe gesagt, okay, jetzt nehme ich mal alles weg von dem, was ich von anderen weiß, wer ich bin. Also nicht nur das Menschliche, sondern auch, ich bin Bewusstsein, ich bin Seele, ich bin Licht, ich nehme das alles weg. Ich nehme alles weg. Was bleibt denn dann? Und dann blieb es nur das, dass ich sagen kann, keine Ahnung, aber ich bin. Also schön. Das fällt mir auch auf, wenn Leute wollen sich ja entspannen. Du hast ja auch gesagt, Leute kommen in die Yoga-Class und sagen, sie wollen sich jetzt einfach nur mal entspannen. Ja. Trotzdem fällt's schwer, ne? Loszulassen und auch diesen Schmerz, der manchmal so hochkommt oder auch alles, was so hochkommt, kannst ja auch lachen, gibt's auch. Dieses Ich, Alleinsein, weiß ich nicht, ob das auch eine Rolle spielen könnte. Ja, und du hast schon, also wir sind ja auch für mich im Kollektiv, haben wir uns ja so ein Stückchen aus dem Fühlen und aus dem Erleben. Weil das, was wir sind, ist halt sehr lebendig und das ist sehr fühlend, das nimmt wahr, das ist sehr präsent. Mhm. Und natürlich kriegt man dann alles mit, was irgendwann nicht gefühlt ist. Ne? Oh, okay, das ist so gut. Ja, ja. Und ich sage immer, da gibt es ja den Mentalkörper, deswegen ist es für viele vielleicht leichter, erstmal mental zu erkennen und schlaue Bücher oder zu tollen Meistern oder so zu gehen. Genau. Dann weiß ich ja alles, aber die Frage ist erfahre ich es? Ist es meine Wahrheit? Ist es meine unmittelbare Wahrheit? Und das ist halt hinter allem. Und oft ist halt im Emotionalkörper viel, was mich vielleicht auch weggebracht hat vom Fühlen. Mhm.
Aber wenn ich dann auch irgendwann mal sage, okay, aber ich meine, wo soll ich denn hin? Also nach Hause. Ich meine, ich kann nirgendwo anders hin. Letztendlich bin ich, und ich rufe mich ja selber. Also die Menschen, die auf dem Weg sind, das ist ja, sie rufen sich ja selber. Und sie bringen sich selbst zum Straucheln. Und es ist ja nicht, dass die Natur uns böse will, sondern letztendlich ist es immer, bin es immer ich selbst. Die sagt, falscher Weg. So, also das ist für uns alle ja vorbestimmt, wieder ganz bei uns zu sein, ganz wir zu sein. Aber das Ego mag halt eigentlich nicht, dass es weh tut. Oder es hat halt viele Vorstellungen und Ideen, das ist gut, das ist angenehm und so weiter und so fort. Aber dann mal zu erlauben, okay, jetzt bin ich einfach mal da und fühle einfach, was da ist. Und es kann schon sein, dass da richtig Schmerz, kollektiver Schmerz, also immer oder eigener, ist ja egal. Aber wenn ich dann realisiere, ich bin derjenige, der es fühlt und ich habe wirklich keinen Schmerz, ich fühle Schmerz. Und ich hatte so Schmerz, also ich hatte so viel Schmerz, war einer meiner größten Lehrer, dass ich immer gedacht habe, ich sterbe dran. Okay. Das halte ich nicht aus. Also ich meine, ich sterbe. Und dann irgendwann war ich so, okay, dann sterbe ich jetzt dran. Weil ich komme nicht dran vorbei. Ich habe viele Techniken und Wege versucht, dran vorbeizukommen. Okay, dann sterbe ich dran. So what? Und dann habe ich gemerkt, nein, das, was wir sind, ist unendlich groß. Das ist immer größer. Und es will letztendlich alles nur gefühlt und geliebt werden. Ist auch so ein bisschen Kampf aufhören, ne? Findest du nicht? Ja. Also einfach hör auf zu kämpfen, nimm's an. Du hast es auch so schön gesagt. Oftmals denke ich mir, okay, man weiß ja viel, wie du so gesagt hast, man weiß ja viel, aber dann kommt doch alles wieder anders. Und wie kann ich mich denn von diesen ganzen Erwartungen, wie kann ich so Erwartungen, das würde ich mir auch immer wünschen, so keine Erwartungen haben. Ich sage mir immer so, lass es auf dich zukommen, hab keine Erwartungen, ne? Fühl da wieder. Tatsächlich auch durch die Wissenschaft das zu unterscheiden. Wer hat die Erwartungen? Meine Erwartungen. Also für mich ist diese Gleichung so genial. Sie ist so einfach und so genial. Im Ich gibt es keine Erwartung. Die Erwartungen sind in dem Mein. Von der Persönlichkeit, von dem, was so. Ja. Und dann dürfen die da sein. Okay, dann kann ich realisieren, das sind Erwartungen. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr dafür sorgen muss, dass die erfüllt werden oder Angst habe, dass sie enttäuscht werden, wenn ich also damit nichts mehr mache und sie einfach tatsächlich sehe, okay, das sind Erwartungen. Und dann kann man wie sprechen damit so, was bringt es dir jetzt? Und nicht vom Wissen her, nicht vom Intellekt, also nicht von dem, der ja einen Grund hat, weshalb er Erwartungen hat. Der ja weiß, wieso er die Erwartungen hat und ja weiß, wenn die erfüllt werden, dann bin ich glücklich. Aber dann kann ich ja sagen, aber selbst wenn deine Erwartungen erfüllt worden sind und wenn alles so war, hast du das endgültige, ewige Glück deswegen gehabt? Und dann muss das selbst erkennen, dass das nicht wahr ist. Für mich ist es so ein Kernpunkt, dass Ich mit der falschen Identifikation ist immer diese Schöpferkraft. Das heißt, irgendwann, auch wenn es halt damit noch verbunden war, hat irgendwann gesagt, dass es wahr oder geglaubt, dass es wahr. Und es ist wie ich sage mal, ich habe es unterschrieben. Ja. Ich habe einen Pakt damit gemacht. Ein Glaubenssatz auch? Ja, genau. Ich habe gesagt, dass es wahr. Und jetzt kann ich gucken, so wie du. Bist du wirklich wahr? Stimmst du wirklich? Ach nee, stimmt ja gar nicht. Das bringt mir ja gar kein Glück. Das bringt mir ja gar nicht dieses Sattsein, dieses Erfülltsein. In der Fülle leben. Ja. So, und dann ist die Unterschrift weg. Und dann kommt vielleicht die nächste Schicht, aber ist ja egal. Liebe Nada, wenn du jetzt die Zeit noch mal nutzt und einfach zu sprechen, was möchtest du mitteilen? Du stellst mir nicht die Frage, das ist spannend. Sorry, dass ich das wiederhole, nach draußen zu gehen, weil ich hätte dir gesagt, nee. Also die große Einladung ist nicht nach draußen zu gehen, sondern bei sich zu sein und sich darauf einzulassen, zu fühlen und wahrzunehmen, wirklich wahrzunehmen,
wer ich bin und dass alles da ist. Nicht, dass wir gelernt haben, was da zu sein hat, aber alles, was ich wirklich suche. Und je mehr wir alle da sind, desto schöner ist es. So schön. Das ist so schön. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Nada. Und ja, danke, danke. Danke dir, danke euch. Alles gut? Ja. Also ich weiß nicht, haben die Bremsen auch so Bock auf dich heute? Ja, ich habe schon hier einen Stich im Bein. Da hat mich, glaube ich, in der Stirn eingestochen. Schön. Okay. Namaste. Namaste, du Liebe. Danke, dass du in unserem Film dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt. Wir hatten schon die Ehre, mit dir im Podcast zu sprechen und es war so schön, dass du zugesagt hast. Jetzt würde ich natürlich, oder wir alle möchten gerne wissen, wer ist Morgaine? Wer ist Morgaine? Eine gute Frage. Es ist ein Anteil von mir, würde ich sagen. Ich bin Musikerin, Künstlerin und Aktivistin. Das sind eigentlich so die drei Überbegriffe, sage ich mal. Im Endeffekt sind alle drei Dinge, mit denen ich versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen oder zumindest meinen Teil dazu beizutragen, dass die Welt einen positiven Wandel durchlebt. Und ja, das ist das, was ich mache. Ich möchte Menschen berühren, vor allem mit meiner Musik, aber auch mit allen anderen Dingen, was ich mache. Mit meinem Aktivismus. Ich liebe es, auch so ein bisschen provokant zu sein, aber trotzdem friedlich zu bleiben und ja, Menschen einfach zu berühren, zum Nachdenken anzuregen, vielleicht auch selber was zu machen. Das heißt nicht nur zu konsumieren, zum Beispiel jetzt wie Musik oder Medien, sondern selber was zu machen, aktiv zu werden, rauszugehen in die Welt und ihr eigenes Potenzial zu leben. Weil jeder Mensch trägt das in sich. Und genau, das ist das, was ich mache. Wow, und deine Augen leuchten jetzt. Ich nehme dir das 100%ig ab. Wusstest du denn schon immer, dass du diesen Weg gehen möchtest? So ein bisschen tatsächlich schon. Also ich hatte immer schon so, also auch seit ich klein war, so ein Gefühl. Irgendwie, ich konnte es gar nicht so wirklich beschreiben, aber es war immer so ein Gefühl, ey, ich werde mal viele Menschen erreichen. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal so ein Bild, wo ich mich gesehen habe auf der Bühne, weil ich habe immer schon gern Musik gemacht und auch eigentlich den ganzen Tag gesungen. Aber es war trotzdem so nein, das kann nicht passieren, das kann nicht wahr sein. Und es gibt so viele Menschen, die auch besser singen können. Und warum sollte das gerade ich? Und dass es irgendwie nur so ein Traum irgendwie ist. Und
ja, man hat es ja auch oft, und ich denke mal, dass es vielleicht viele andere Menschen haben, dass man sich oft auch nicht so traut, so groß zu träumen, wenn man dann das Gefühl hat, ja, warum sollte gerade ich das dürfen? So gut bin ich nicht, ne? Irgendwie solche Sachen. Haben wir wahrscheinlich alle auch ein bisschen mitbekommen von unserer Erziehung. Aber das ist eigentlich auch das, was ich auch mit meiner Musik irgendwie auch den Leuten versuche jetzt so zu sagen, so hey, traut euch groß zu träumen. Das, was du dir vorstellen kannst, das kann auch passieren. Und ja, also das hatte ich irgendwie immer schon so in mir, könnte man sagen. Ja, aber so wirklich konkret ist es dann erst so mit den Jahren geworden, wo ich dann eben weiter Musik gemacht habe, dann auch angefangen habe, eigene Texte zu schreiben. Das habe ich ja als ganz kleines Kind noch nicht gemacht. Ich habe mir zwar schon so eigene Melodien auch überlegt, weil ich schon sehr früh angefangen habe, Geige zu spielen. Ja, aber es war einfach so ein Prozess, könnte man sagen, der sich immer mehr so rauskristallisiert hat. Ja, wie schön, dass du diesen Traum lebst, ja, dass du das einfach machst. Gehen wir noch mal zu der Künstlerin Morgane. Woher bekommst du die Ideen für deine Texte? Also es war eigentlich immer schon so, dass ich aufgeschrieben habe, was mich bewegt hat, was ich gefühlt habe, meine Gedanken. Ich hatte jetzt nie so viele Freunde oder Leute, mit denen ich meine Gefühle und meine Gedanken teilen konnte. Und dann habe ich sie einfach angefangen aufzuschreiben. Und es hat eigentlich, glaube ich, angefangen, ja, mit 13 waren so die ersten Texte. Mir ging es dann nicht so gut und es waren dann wirklich so typische Teenager-Texte, so irgendwie Depression und Traurigkeit viel. Und ich habe mir das einfach so aus der Seele geschrieben und habe gemerkt, so, boah, das tut mir voll gut, das befreit mich. Und als ich das dann noch gesungen habe, weil ich konnte damals nur Geige spielen und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, um mich selber zu begleiten. Das war dann nochmal irgendwie so ein befreiendes Gefühl. Und ich hatte das Gefühl auch, ich kann das damit so, ja, wie so zum Abschluss bringen oder so rauslassen einfach aus mir und mich dadurch selber einfach wieder freier machen. Und mir ging es dann viel besser dadurch. Ja, wie wichtig das natürlich auch ist, dass du das in erster Linie mal für dich machst, dass du deine Eingebung oder deine besonderen Fähigkeiten dann damit ausdrücken kannst. Gehen wir noch mal zu den Texten. Woher kommen denn die Ideen zu den Texten noch mal? Ja, also die Ideen zu meinen Texten, das sind wirklich Dinge, die ich selber fühle. Dinge, die ich wirklich erlebe. Das ist nichts Erfundenes oder so. Das sind wirklich alles reale Sachen, die in mir sind, die mich beschäftigen, die mich bewegen. Also es ist wirklich alles authentisch, es ist alles da. Und ich glaube, das ist auch gerade das, womit die Menschen so in Resonanz gehen, weil es einfach wirklich echt ist und man das, glaube ich, wirklich spürt und merkt, okay, die spürt das wirklich, was sie singt, die meint das wirklich so. Und das ist vielleicht auch gerade das, was es so besonders macht. Weil wir so viel Künstlichkeit und so viel, ich sag schon immer schon, das ist so Plastikmusik, was irgendwie im Radio kommt. Das ist irgendwie Konservenmusik, nicht, ne? Genau, das ist nicht echt. Und da fehlt so die Menschlichkeit irgendwie und dieses echte Gefühl. Und das macht es irgendwie aus. Und ich glaube, das ist so das, was wir auch mehr brauchen, wonach sich die Menschen auch sehnen, jetzt allgemein, nicht nur in der Musik, sondern einfach wieder so nach diesem Echtsein, nach dieser Menschlichkeit. Da machst du auch den Mut und das ist ja auch das Schöne, dass das jetzt raus darf in die Zeit. Ne? Wir haben so eine tolle Zeit jetzt auch, so schrecklich sie auf einer Seite ist. Aber du sagst ja, Licht und Schatten gehören ja zusammen. Aber es ist ja auch gerade das Schöne, dass wir jetzt uns das erlauben dürfen, so sein zu dürfen, wie wir sind. Mit deinen Texten machst du ja Mut. Ja? Inwieweit ist es für dich wichtig, dass du jetzt gemerkt hast, du hast eine Stimme draußen, wie du die nutzen kannst, eben, dass du eben auch in deine Aktivitäten gehst? Erzähl was dazu. Also ich glaube, es hat auch ganz viel mit mir persönlich, meiner eigenen Geschichte zu tun. Wenn man selber irgendwie was erlebt hat, wo man selber quasi, ja, vielleicht erstmal nicht mutig war und sehr viel irgendwie vielleicht was Negatives erlebt hat oder sowas und dann aber die Stärke findet, doch darüber zu sprechen zum Beispiel oder doch aufzustehen, doch da irgendwie rauszukommen, sich rauszukämpfen vielleicht auch, dann weckt es in einem eine ganz große Stärke. Und ich glaube, dadurch, dass ich das bei mir selber so erfahren habe, auch diese Stärke und gemerkt habe, was es ja für ein großes Potenzial ist, wenn man die eigene Stimme erhebt, auch für sich selber erhebt, für sich einsteht, ja, dass man da auch andere Leute dann inspirieren kann, auch für sich einzustehen. Gerade auch bei Frauen ist mir das ein sehr großes Anliegen. Natürlich auch bei Männern, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach eine Frau bin und da einfach noch mehr in Resonanz gehe und sehe einfach, dass wir einfach auf der Welt ein Ungleichgewicht haben oder eine Disbalance, auch was das männliche und das weibliche Prinzip angeht. Und es mir deswegen ein großes Anliegen ist, auch die Frauen zu stärken, auch zu sagen, so, hey, liebt euch selbst, wie ihr seid. Jetzt bist du eine sehr junge Frau. An was meinst du, liegt es denn, dass wir immer noch mit den Klischees zu tun haben? Frau, Mann? Ich glaube, das sind ganz, ganz tief sitzende Strukturen, die sich einfach über Jahrtausende so festgesetzt haben. Und ich glaube, dass da ganz viel unbewusst passiert. Also ich sehe es zum Beispiel, weil ich bin selber ja auch in der Friedensbewegung. Und da sind verschiedene Generationen. Also das sind einerseits junge Generationen, aber auch die ganz Alten, also ganz Alten, ja, so 60 plus, sage ich mal. Und das ist sehr spannend, weil einerseits
sind das Menschen, die sich sehr für Frieden engagieren und denen Frieden sehr wichtig ist. Und wo auch immer wieder gesagt wird, ja, das hat auch was mit innerem Frieden zu tun und so, auch wie wir miteinander umgehen, wir Menschen und so weiter. Aber trotzdem ist es so krass, wie einem oder wie mir dort begegnet wird, weil eben ich bin eine junge Frau und das sind vorwiegend ältere Männer in dieser älteren Generation. Spannend. Und da sind schon Sachen manchmal passiert, wo ich erst mal schlucken musste, wo ich dachte, wow, okay, krass, passt irgendwie gar nicht zu einer Friedensbewegung. Also wirklich so sexistische Kommentare oder wo ich dann irgendwie so, ach, das kleine dumme Mädchen schon fast so mäßig irgendwie behandelt wurde, wo ich dachte so, okay, was geht da ab? Und also beim ersten Mal habe ich mich nicht getraut anzusprechen, weil ich erstmal so perplex war. Aber dann habe ich mir gedacht, so, ey, das kann einfach überhaupt nicht sein. Also das waren wirklich verschiedene, von verschiedenen Männern, jetzt nicht irgendwie nur einer. Und dann dachte ich, okay, weil das war dann schon so halb im Spaß gemeint, aber ist eigentlich, ich fand es nicht lustig, ja, also ich fand es übergriffig oder halt, ja, nicht angebracht einfach oder auch respektlos. Und ich habe das dann einfach konkret gesagt. Und dann war einfach totale Empörung, was, das ist doch nur ein Spaß oder da darf man da gar nichts mehr sagen, so nach dem Motto. Und ich auch so, hey, so und so schaut's aus und das ist das und deswegen unangebracht, ja. Wenn du jetzt sagst, okay, du stehst jetzt da und wie sehen deine Zukunftsprojekte zu den Alpen noch aus? Welche Fähigkeiten möchtest du noch mehr ausbauen oder noch mehr nach draußen bringen? Also am liebsten möchte ich gerne so Workshops geben oder Seminare. Am liebsten auch so in der Kombi, so an einem Wochenende so einen Tag Konzert und am nächsten Tag irgendwie so ein Seminar oder ein Workshop. Vor allem am liebsten eigentlich gerne mit Frauen zusammen. Gerade so über Menstruation, die weibliche Kraft und dann vielleicht auch zusammen singen und Feuer machen. Also irgendwie sowas in der Art könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ich mir auch. Und ja, das ist auch das Schöne, dass du dann die Stimme gibst. Die Stimme ist so wichtig. Viele Frauen haben das vielleicht, ja, möchten einfach nur nice sein und möchten nicht auffallen. Wenn du denen die Stimme gibst, die Kraft, das ist so schön. Und diese Rituale und die weibliche Kraft, das auch aussprechen zu können, ne? Das ist ein Traum. Ja, wie schön. Wenn du jetzt noch die Zeit hast, ja, einfach was mitzuteilen, was würdest du denn gerne loswerden? Ich würde den Menschen gerne sagen wollen, dass sie auf ihr Herz hören sollen. Und ich weiß, das hört man bestimmt irgendwie ständig, aber so wirklich den Mut haben, auf das Herz zu hören, weil das ist gar nicht so einfach. Es ist vielleicht, ja, so, manch einer sagt, vielleicht ist es so ein platter Yogi-Tee-Spruch irgendwie, hör auf dein Herz oder so, folge deinem Bauchgefühl. Aber wenn man das wirklich begreift, was bedeutet das eigentlich? Wirklich auf das Gefühl zu hören, sich wirklich mal einzulassen und reinzuspüren, was will eigentlich mein Herz so? Wie spürt sich das überhaupt an? Habe ich überhaupt so schon mal wahrgenommen, so dieses Gefühl? Und ja, dem auch wirklich zu folgen, so, auch wenn es vielleicht irgendwie was ist, wo du dir selber erstmal gefühlt die Erlaubnis geben musst, dass du diesen Schritt gehen darfst. So. Und das birgt aber so ein großes Potenzial und es ist so ein großes Geschenk, weil da wartet eigentlich deine Berufung auf dich, ja, dein Lebensweg. Und wenn du den findest, das ist einfach das Schönste. Also für mich ist das eigentlich so auch der Sinn des Lebens, dass du deinen Weg findest und dein Potenzial. Weil jeder Mensch hat ein Potenzial. Jeder Mensch hat irgendwas der Welt zu geben und den Menschen. Und sich selber auch damit. Weil du gibst dir selber total viel. Wenn du das lebst, was dein Herz dir sagt oder auch wenn du deinem Bauchgefühl folgst, dann bist du erfüllt automatisch, weil das dein Innerstes ist. So, dann kannst du eigentlich gar nicht unglücklich sein oder auch irgendwie krank werden oder sowas, weil das einfach, ja, dein Innerstes überhaupt ist, dein Kern. Und denen auch zu zeigen, mutig zu sein, denen zu zeigen, dass du denen der Welt auch zeigen darfst. Und keine Angst haben, dass irgendwie, ja, was Schlimmes passiert dann oder so. Oder du zu wenig Geld verdienst oder irgendwie sowas. Ich glaube, wenn du wirklich, ja, deinen Weg gehst und deiner Passion folgst und auch vielleicht geduldig bist ein bisschen, dass dann totale Fülle in dein Leben ist. So, weil du selber die Fülle schon bist. Ja. Wunderschön. Und diese Fülle, mit der dürfen wir uns auch bedienen und in der dürfen wir uns baden. Morgane, danke, dass du die Zeit genommen hast. Voll gerne. Und bleib so, wie du bist. Entwickel dich weiter, wie du möchtest. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Sache, die du machst. Vielen Dank dafür. Danke dir. Danke euch. Und danke auch für das, was ihr macht. Danke. Elizabeth April habe ich schon sehr lange verfolgt mit ihrer Journey
Und ich habe sie dann Diana vorgestellt und sie fand das echt super toll, was sie macht. Und dann haben wir sie angeschrieben und waren dann überrascht, dass so schnell eine Antwort kam von ihr. Und sie hat dann sofort gesagt, ja, sie ist dabei. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht und haben dann ein Zoom-Meeting gemacht mit ihr. Und es war cool, weil wir mussten es halt timen, weil wir sind in Deutschland und sie waren in Amerika. Und mit der Time Difference hat aber sehr gut funktioniert. Und dann ging die Kamera an und dann war sie vor uns auf unserem Bildschirm. Und dann haben wir uns unterhalten, wir hatten uns Fragen vorher ausgedacht. Es war sehr, sehr aufregend, ein Interview mit ihr zu führen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. So thank you for taking your time to be in our documentary. It means a lot to us. And let's have a lot of fun together. Yeah, absolutely. Cool. So the biggest question for everybody is, since we are from Germany, and I don't know if people know you from Germany, but I'm pretty sure there are some out there. So who is Elizabeth April? Yeah, it's a good question. I'm still trying to figure it out. Well, I mean, I guess in this lifetime, I was born with extrasensory abilities. So essentially the ability to tap into energies, emotions, even visuals that other people weren't necessarily tuned into. I believe I wasn't special. I think a lot of kids are born with these sort of extrasensory abilities. But it definitely made me the weird kid. You know, I was definitely the one who had a lot of imaginary friends. And even from my parents say the age of 2, I was tapping into ghosts and spirits and even seeing auras and chakras in other people as well. So I think I was always an outcast. I always felt like, you know, I didn't always just fit in or see things the way that other people did. So at the age of 10, I ended up shutting down all of my spiritual abilities. And I really dedicated myself to the physical world of like sports and athletics. And that was a huge switch for me. I mean, if you could imagine going very metaphysical to very physical, and all of a sudden I had friends and I was fitting in and I was, you know, normal. And then I started to really experience a pretty heavy depression, a lot of anxiety. Essentially, I lost that core part of who I am, you know, and what my purpose was, the ability to tap into these things. Mm-hmm. And so I started to do a lot of deep diving and soul searching. So I went to therapists, I went to counselors, I went to my friends' parents, I went to high school teachers to ask them, you know, what is this? What is the meaning of life? Like, why are we here? What is the point? I even went to a priest because I was raised Catholic. All right, you're the guy in charge, right? You're the big man who can talk to God. Like, tell me, like, what's the point? Like, what are we doing here? And just seemed like every single time I was met with blank stares and disappointing answers, it felt like no one really knew. And that was really scary for me because at 14, 15 years old, if I was questioning, no one else was questioning and no one seemed to have the answers, especially the adults, then there was no hope, you know, and that's how I looked at it, is like, if this is it, if these 4 walls are my only reality, my only hope at living a life, then count me out. You know, it wasn't a reality that I wanted to live in. Yeah. And so at 16, it was my dad actually who offered past life regression. Him being Catholic and an engineer, it doesn't really seem like that fits in, but apparently he did past life regression study when he went away to university. And so he said, hey, I don't know if this is going to help, but I can take you into a regression. And at that point, I was down for whatever. I had no expectations. Nothing had helped up until that point. So I figured this is just going to be another disappointment. And of course, it was anything but. And so in about an hour and a half, we went into around 5 different lifetimes. And in each of those lifetimes, I was in a position to receive information and then to give that information to humanity in one way or another.
And sometimes I was a philosopher, I was a healer, but I was also very much so persecuted. I was very much so enslaved for what I could do, which also brought a lot of fear into me as well. But I didn't care. At 16, that was it. Those were the answers that I was looking for. That was my purpose in this lifetime, to gain access to some sort of information in some sort of way and to relay that information to humanity. And so at that time, I ended up taking my dad's past life regression book, and I copied all of his regression notes into my own book. And 2 years later, when I went away to university, this is how I ended up making friends. I would, it was kind of like a party trick. Like, hey, do you want to see something cool? Do you believe in reincarnation? Like, let me take you into this regression. And that was really cool. I mean, I was totally irresponsible and completely untrained, but it happened to work. And so I was starting to explore all of these past lives from this objective point of view, starting to understand the repeated patterns of human suffering and lessons that we learn and karma that we repeat. And then it was shortly after that where I wanted to explore one of my own past lives. So I went away to a 10-day meditation retreat. And on the second night of this retreat, I ended up getting abducted by interdimensional beings. Up until that point in time, you know, I started to gain back my spiritual gifts. I started remote viewing, astral traveling, lucid dreaming, bringing back telepathy, tuning into spirits on the other side. And that was all really cool. But if you asked me if aliens existed, I would say, yeah, I mean, there's got to be something else out there. Most but definitely. why would they bother with us, though? Right? Yeah, Who are we? Like, what? You know what I mean? Like, we're not an impressive species by any means. Like, why would they be doing here? And then the abduction happened. And oh my goodness, all of a sudden, this other huge can of worms opened up. And I realized not only are they real, but they're here and they're interacting with us. So now I have all these other questions of who are they? Why are they here? You know, what is their interaction with us? And what does that mean for us? And who are we if they've always been here? You know, are they the missing link that we have been searching for? And then I started to do past life regression off this planet. Cool. Well, if they exist, then maybe we were them at one point. And it turns out a lot of us have been them at one point or another. And then it was unpacking, what are these lifetimes off planet and what were we doing and what were we learning and what jobs do we have and what do you eat as a different being and what is that dimension like, you know, and what did they learn out there? And piecing all of these pieces together, you know, is just so important for me to figure it all out. I feel like I'm a very multifaceted person because I'm not just curious into one realm or one modality. I'm curious about it all. And I'm especially curious as to how it all connects together. So that's a little bit of, you know, who I am and my background and where I came from. When did you start connecting with the Galactic Federation of Light? So I'll explain who they are first, and then I'll explain how I got connected to them. So the Galactic Federation of Light is essentially an organization of different beings from all over the universe who are essentially banding together under one mission. And the mission is unity. And it's not necessarily unifying both sides of the universe. It's essentially allowing peace between both sides of the universe. So as long as you are an individual or you're a collective and you are also here for unity and you also believe in peace among all species in the universe, then you can join the Galactic Federation and help them out. So essentially, it's kind of like a governing force. And any being or species that isn't connected to the Galactic Federation is totally fine. But the second that they start to override the laws of the universe, the Galactic Federation has a decision to make. Do they intervene and ensure that the laws of the universe are being respected? Or do they kind of let that situation play out? So they are kind of this governing force for the universe, like a kind of a universal governance without the corruption that we have here on the planet. So that's kind of how I understand the Galactic Federation of Light. I got one big question.
and it's about Hollow Earth, the inner Earth. I've been a fan of that since day one when I heard about it, and I feel really connected to the inner realm. The realm is called Argaso, if I'm correct, and they got like different parts there. Do you know anything about the inner Earth realm? Yeah, so I just channeled Inner Earth actually not too long ago, and learned a lot actually, because I didn't know anything. Yeah. I knew that it existed. I'd astral traveled there before. I was interested in it a long time ago. So I knew, but it was just kind of this knowledge that, I mean, there wasn't much else that I needed to get into. So I left it up until, I don't know, a week ago, and then I channeled it. And so there is an inner Earth. I believe that naturally when planets form, there's huge caverns inside each planet. Like if you could imagine like Swiss cheese, right? Like it's actually a naturally occurring event that there's these giant caves underground. And it's also a naturally occurring event that there are rivers and streams and fresh water that also makes its way underground. So there's like kind of all of the makings for something like inner Earth to occur. And so when I went down there not too long ago, I spoke with a being and I asked him all the questions that you would want to ask an inner Earth being. And one of my questions is, I see a lot of vegetation down here. I see a lot of crops. I see a lot of, vegetation, greenery. And I said, where's the energy source coming from? Like, what is your central sun? Like, I'm very confused about that. And so first of all, he mentioned that there are many different, what did he call it? Not organizations, let's call it cities. There's a lot of different cities that are underneath the ground, basically. It's a huge planet, and there's just a lot of different caverns essentially underground. The one that I went to is apparently one of the biggest cities underground. It's got millions and millions of inhabitants. And so he was talking about their central sun being a crystal, essentially, that spins really, really fast. And he showed me it, and I saw it, and it's a huge, like, it almost looked like a diamond type looking, like a diamond shape, like a three-dimensional diamond shape kind of crystal, a pure white light. And it spins really, really fast, and it just hovers up there. And he was talking about it being a technology that was given to them a long, long time ago. And that this technology utilizes a lot of power. I guess it's like a perpetual power generator, essentially. And it gives off this light that gives life to everything down there. And that's how they're able to create crops and eat and exist, essentially. They do have a currency system as well, which I thought was really interesting. So they do trades, but they also have currency. And there's a lot of different interdimensional beings down there. So some of them come from off planet a long time ago and decided to inhabit inner Earth, inner planet. But the majority of the beings down there came from planet Earth. In a multitude of different stages of Earth. So there's been quite a few cataclysms on planet Earth. And every time there's this cataclysmic event, there's usually like a way person or a shaman in the group or civilization that get either a download or a message, or an interdimensional being will alert them that there's going to be this huge cataclysm that's about to happen. And when they get wind of this, they essentially seek refuge underground. And this is where they go into the caves and the caverns. And eventually they'll find these big caverns and they'll find inner Earth through different cave systems all over planet Earth. And so going down there are Lemurians, there are ancient Atlanteans, there are ancient Mayans that are down there. There are Bigfoot, Sasquatch, Yeti, Yowie type beings that are down there. There's so many different, such a variety of beings. Like the diversity is just so extreme in inner Earth. So I think it's really fascinating. And I didn't really talk too much about what they think about the Great Awakening or what they think about humanity in that more sort of,
maybe emotional way. I kind of more asked about how their system functions down there because I was really curious about that. Yeah, that's nice. That's so cool. Yeah, do you want to add something or tell something to the world and just... Yeah, I do actually have one last message I would want to relay. The most important thing that it always comes back to this. If I were to relay any one message to anyone watching this right now, is that you're a special person too. You know, there really is no difference between what I can do, what I can experience, and what you can experience. I truly believe that we are all psychic. I truly believe that we are all powerful. I truly believe that we are all puzzles to this grand plan and this grand consciousness and grand awakening. So it's really important that as you're watching this documentary and you're watching the people in this, and maybe you're shocked, maybe you're amazed, maybe you want to cry, maybe you want to laugh, just realize that every single person is a mere reflection of you, and that you have it within yourself to tap in to the great unknown and uncover all of the information that you've ever wanted to know. And all it takes is quieting the distraction, quieting the noise around you, and going within. You don't need a guru. You don't need a teacher. You don't need an expensive course. You don't even need a book to understand what you're yearning for. You already are it. You already have everything you need. You're a special person too. Thank you so much. Thank you so much. This is beautiful. Amazing. Yeah, it's so important to reaffirm that for people. You know, Yeah. I truly believe that. So Wow. So Yeah. thank you so much for taking your time. Yeah. And keep up the great work. We really love thank the you. You content guys you too. do. And big fans here. Yeah. So thank Yeah. you for this great opportunity. Yeah. We had so much fun doing Thank you this so with much. All right. Perfect. Thank you. Yes. Send me the trailer and all the stuff when it comes out. Keep up the good work, you guys. Yeah. Thank you. Thank you so much. We will definitely keep you posted. And take Thank care. you. Bye. Bye. Have a good one. You too.